Und es musste unbedingt was passieren, weil so konnte es ja auf keinen Fall weitergehen eigentlich. Die ungarische Grenze war offen und jetzt wurde diese tschechische Grenze geschlossen für uns. Das war also ein ganz entscheidender Punkt, muss man wirklich sagen, wo die DDR-Bevölkerung noch mal mehr dieses Eingesperrtseinsgefühl erfahren hatte. Und das haben wir also ganz hautnah miterlebt, wie diese Strecke dort belagert wurde, um also diese, muss man wirklich sagen, unglückliche Entscheidung, die Züge noch mal über die DDR fahren zu lassen, um diese Züge abzupassen für viele. Und deshalb ist es in Dresden auf dieser Strecke dann zu diesen großen Eskalationen gekommen. Und das waren diese vorgelagerten Erlebnisse, die wir hatten. Wir hatten alle erwartet, dass wir in einen Dialog treten. Und das fand eben nicht statt. Deswegen in Dresden ist es eskaliert, also wirklich mit gewalttätigen Demonstrationen. Es hat also Steinwürfe gegeben und Verletzte auf beiden Seiten, Polizei und Demonstration. Da ging wirklich die Diskussion durch die Familien. Zum Teil mussten da Väter gegen Söhne standen. Das war wirklich so. Das ist nicht nur ein großer Begriff, sondern das war eine Wahrheit in Realität, die durchaus ankam, dass also jemand auf dem Schützenpanzerwagen saß und in die Menge reinfahren musste, wo vielleicht sein Sohn oder der Freund seines Sohnes dabei war. Und da haben die sich natürlich geweigert. Ja. Also das war hochbrisant. Zurück zu meiner Situation. Wir hatten am 7. Oktober zum Staatsakt 40. Jahrestag der DDR zu spielen. Als Staatsorchester war das unsere Verpflichtung. Wir haben tatsächlich im Vorfeld eine Orchesterversammlung abgehalten, ob wir dabei spielen sollten, weil es doch aufgrund der ganzen Situation sehr fragwürdig geworden war. Niemand wusste, was wirklich mit dem Land wird, also welche Folgen daraus entstehen, wenn wir nicht spielen. Und insgesamt haben wir uns dazu entschieden, erstmal dabei zu sein. Und ich musste sozusagen jetzt von dem Demonstrationshabitus hin zum Repräsentationshabitus kommen. Das war einfach mein Leben damals. Und es war schon mit der großen Hoffnung, dass sich doch was verändert. Ja.